Der Storzenweiher in Frauenfeld. Hier hat sich vor 4 Jahren ein Biber niedergelassen. Heute bewohnen 4 Tiere die stolze Biberburg. Der Zuzug des Bibers hat viel Arbeit und Kosten verursacht, sagt Michael Vogel, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau. Sie haben dann relativ früh angefangen, den Damm, den man unterhalb vom Weiher sieht, anzugraben. Der Damm ist wegen dem undicht geworden und darum hat man eigentlich Massnahmen ergreifen. Wo sich der Biber ansiedelt, gestaltet er die Landschaft nach seinem Gusto um. Er baut Dämme, um die Wasseroberfläche zu vergrößern und unterschiedliche Wassertiefen zu schaffen. In den 60er Jahren galten die Biber in der Schweiz als ausgestorben. Dann wurden sie unter Schutz gestellt und wieder angesiedelt. Heute wird ihr Bestand auf 3000 Tiere geschätzt. Der Biber schafft auch Lebensraum für viele andere Tiere. Also, wo der Biber einzieht, explodiert eigentlich die Artenvielfalt förmlich. Das ist sicher ein Potenzial, das man nicht vergessen darf, wenn man die Diskussion dann nur schadenszentriert führt. Doch die Schäden geben zu reden. Biber setzen Felder unter Wasser, wie hier im Aargau. Oder sie untergraben Straßen entlang von Bachläufen, wie hier im Kanton Bern. Also hier haben wir den klassischen Fall, das Gewässer. Der Biber grabt vom Wasser in die Uferböschung, steigt auf. Und weil sie halt einfach immer kurz unter der Oberfläche landen, ist das hier. Und da ist eben die Straße jetzt 2-mal eingestürzt. Man musste flicken, da war ein Loch in der Straße. Und als wir das 2. Mal mussten flicken, hat man noch gerade hier ein Gitter in den Boden eingelegt, dass sie jetzt noch bis ans Gitter hergraben, aber sicher nicht mehr unter die Straße. Und somit wäre hier eigentlich das Problem gelöst. Solche Arbeiten sind teuer. Die Kosten bei Infrastrukturschäden durch Biber gehen zulasten der Grundbesitzer. Im Fall vom Storzenweiher in Frauenfeld ist dies ein Verein, der den Weiher und das Erholungsgebiet nutzt und hegt. Weil unterhalb des vom Biber beschädigten Damms Mehrfamilienhäuser stehen, musste rasch gehandelt werden. Den Damm hat man dann sanieren müssen. Und um das zu machen, muss man den Weiher ganz leeren. Die Übung haben wir müssen, relativ teuer finanzieren. Das hat uns um die 70.000 bis 75.000 Franken gekostet, unserem Verein selber. Und die Stadt hat sich mit einem substanziellen Beitrag auch noch daran beteiligt. Die Biber sind zurück. Der Weiher ist an allen neuralgischen Stellen mit Gittern gegen Biberschäden abgesichert. Hätte man nicht einfach die Biberburg zerstören und die Tiere so vergraulen können? Also das zeigt einfach die Praxis, dass da meistens der Biber mehr Biss hat als der Mensch. Man kann solche Sachen machen, das braucht aber einen sehr, sehr hohen Aufwand und vor allem muss man wirklich dranbleiben. Weil wenn der Biber die Erfahrung macht, dass es sich eignet, dass er ein Auskommen hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, ihn von etwas anderem zu überzeugen. Bund und Kantone sollen künftig auch Präventionsverbauungen und Infrastrukturschäden durch Biber zahlen. Das hat der Kanton Thurgau mit einer Standesinitiative eingebracht. Die Biber-Experten machen sich derweil Gedanken über langfristige Lösungen. Wir haben vor allem dort mit dem Biber Konflikte, wo Gewässer künstlich sind. Und dort, wo sie natürlich, noch einigermaßen natürlich sind, dort haben wir praktisch keine Probleme. Und das wäre eigentlich die langfristige Lösung. Und weil wir das nicht von heute auf morgen überall umsetzen können, wo wir heute das Problem haben mit dem Biber, braucht es halt wirklich unter Umständen noch kurzfristig für eine Übergangszeit die Lösung, dass man halt noch ein Tier wegnimmt. Dies ist heute schon möglich. Ob es einfacher werden soll, Biber umzusiedeln oder auch zu töten, muss jetzt die Politik entscheiden.